Guten Tag, willkommen aus London. Wir sind mal wieder da, beziehungsweise ich bin das zweite Mal jetzt da, ihr seid das erste Mal da. Und wir sind Felgentilt, wenn ihr noch nicht wisst, was wir machen. Es gibt bestimmt Leute, die heute das erste Mal einschalten, das ist ganz wichtig. Wir machen eigentlich Kleidung, Fashion mit Autos. Nee, mit automotivem Hintergrund. Wir lieben Autos und wir versuchen das Ganze in Klamotten einzubringen. Wie man vielleicht hier sehen kann, wer das noch nicht weiß, was das ist, ein bisschen recherchieren. Equal 2, dann wisst ihr, was das ist. Und ja, wir haben gerade mal genutzt, wir haben die Jungs hier besucht in London. Wir wollen eigentlich die nächsten Tage nach Telford, um uns ein Event anzugucken, das heißt Ultimate Dubs. Da nehmen wir euch mit. Und da ist der Kev. Hallo. Da ist der Callum. Und das ist der John. Die drei Jungs haben auch eine Gruppe, die nennt sich Baseline. Team Baseline. Team Baseline. Team Baseline. Yeah. Team Baseline. Represent. Yep. Rapping hard. UK. Rapping hard. Hier ist ein bisschen kalt. Ein bisschen. Haben den wunderschönen Prelude von John benutzt und haben da gerade jetzt ein paar Bilder gemacht. Oder Kev macht immer noch Bilder. Und ja, gleich geht's zu Fish and Chips. Also das heißt heute unser erster Tag. Wir sind quasi heute Morgen rüber geflogen, sind irgendwann um 3 aufgestanden. Ja. Um 7 hier rüber geflogen. Und ja, jetzt sind wir hier, haben einen coolen Tag gehabt, waren mal kurz beim Racetrack Brands Hatch. Und morgen wollen wir dann den Mr. Keisel treffen. Wenn ihr nicht wisst, wer Keisel ist, dann bleibt auf jeden Fall dran, weil dann werdet ihr es erfahren. Stay tuned. Ah, es ist kalt. So, wir sind wieder zurück in London. Wir sind quasi gerade in der Innenstadt, Downtown London. Ich bin jetzt allein, beziehungsweise Clemens in der Kamera. Und die Jungs sind nämlich schon ins Café gegangen. Wir gehen jetzt gleich mit euch ins Café, weil wir haben jemanden getroffen. Das ist der Qusir Salim. Und wenn ihr nicht wisst, wer Qusir Salim ist das nicht schlimm, weil wir nehmen euch jetzt mit rein ins Café und dann lernt ihr den jungen Herrn kennen. Das Ganze würde ich sagen, machen wir im Café und ihr kommt jetzt einfach mal mit. Magst du London? Bisher ganz schick. So. Da hinten sitzen die Jungs jetzt schon. Ich hole mir noch einen Kaffee und dann geht's los. Es gibt Cappuccino mit Karamell und einen Cookie. Und da sind auch noch 2 Cookies. Hey guys. Hey. Hey. How's it going? Wir sind am Café, neben mir Qusir Salim, haben uns gerade getroffen. Ja, wir stellen euch ihn mal kurz vor, was er eigentlich so macht. Vielleicht kennt ihr ihn ja schon von Instagram. Alles was so Renderings, Fotos, umgebaute Autos, Whitebodies und so weiter, coole Folierungen, das ist so sein Thema. Und ja, ich frage ihn mal ein paar Sachen und wir stellen ihn euch mal kurz vor. So, yeah, maybe we can just talk a little about who you are. Who am I? It's a Yeah. good question. So what do you do? Yeah, so I'm Kaisel, as you know, and we've met on many occasions Yeah. before. And as you just explained, I do renders and design cars and wide bodies and just fun stuff. And you do it all in your free time, basically? Yeah, pretty much. That's cool. Pretty much. Because- It's a way for me to exercise what goes on in here, you know. So I just try and push those boundaries and So basically, inspire people. you render cars all day because at your Yeah. full-time job you're working Yeah, at EA, yeah, exactly. So which is also full-time, pretty exciting. I work for EA. Yeah. On games that may or may not involve cars, you know. Yeah, I've been working there for 4 years. 4 years now. It's a long time. So you basically go to work, come back home, turn on your PC Yeah. and do renders again? Yeah, exactly. Pretty much. That's what I do. I'll be at work working on something particular, and I'll get an idea and be like, I wonder what maybe a BM looks like with a certain wide body on it, and I'll get that itch to want to create. So it's all in Yeah. your mind, you just have the ideas and you Pretty think, much. okay, it should look Pretty like much, that. yeah. Can I ask a question? Yes. Also es sieht so ein bisschen aus, als wir
den jungen Herrn so ein bisschen bezahlen dafür, dass er unsere Klamotten trägt. Das ist natürlich nicht so. Not, yeah. You understand? No. It looks a little bit like that we pay you because you're wearing our clothes. Oh, no. You know, I wasn't asked to wear this. It's just so I love the work that you guys do. You know, it inspires me and it inspires my work as well. I think the first time we probably met at Racism, we had the first time to speak a lot longer. Also quasi Racism das erste Mal wirklich Zeit gab. Wir haben damals vom Flughafen abgeholt und mit ihm eigentlich so das Wochenende beim Racism auch verbracht. Und ja, wir waren die ganze Zeit gut verstanden und daraus entstehen für uns meistens die besten Collabs. Bevor wir die Jungs jetzt arbeiten lassen, haben wir noch eine kleine Überraschung für ihn, weil er wirklich das gerne trägt. Haben wir noch was Kleines mitgebracht, was unreleased ist, unreleased stuff. So we got a shirt for you. You can. That's awesome. I think this color fits to it. So Thank you. Look at that. Yeah, I love the clothes that you guys make. So, and they actually fit me really well. Nach der erfolgreichen Übergabe kommen wir wieder zu Kyzils Hobby. So, ihr seid nämlich bestimmt auch ziemlich interessiert daran, wie die ganzen Fahrzeuge und Renders überhaupt entstehen. Und genau das werden wir jetzt noch mal kurz zeigen. Kyzil ist jetzt schon dabei, er hat sich quasi ein Base Model und er wird jetzt mal ganz grob oder ist schon dabei, quasi damit anfangen, einen Fender, quasi einen Kotflügel zu bauen. Und hat quasi das Basismodell sich gekauft quasi. Da ist noch nichts verbreitert, komplett originale Kotflügel und hat jetzt hier angefangen, erstmal einfach einen Zylinder reinzulegen und arbeitet wirklich, also vom ersten Zylinder mit den einzelnen Polygonen quasi hin zu einem kompletten Whitebody Bodykit. Also da ist wirklich alles daran mehr oder weniger selber gebaut. Und jetzt könnt ihr quasi sehen, wie er die Polygone quasi zurechtzieht und auf das Auto anpasst. Also wirklich ziemlich interessanter Prozess. Das ist jetzt eigentlich, so this is the first step to doing the car. You just create base geometry. You know, keep it simple, and then from here you can branch out, figure out a design that you like. Fenders, splitters, Fenders, wings, splitters, canards. even wheels. Do you do wheels as well? I do wheels very rarely, but I do them. So do you have this car ready with a full body kit that you did before? No, I haven't actually. I've just started this now. Can maybe show one which has a full body kit? We can. This concept it's got a lot going on. You know, I take parts from cars, mesh them together, remove parts. You know, like the rear engine here is off a Sauber C9 Group C Le Mans car. You know, kind of. Also hier hat es quasi auch mit dem Basis Porsche angefangen. Und am Ende werden einfach Teile wirklich rausgenommen. Die Sachen sind schön gruppiert quasi hier drüben. Man kann jedes einzelne Teil löschen. Und hier ist jetzt zum Beispiel von einem Sauber Mercedes, also von einem richtigen Renn-Mercedes, der Motor einfach reingenommen, quasi das 3D-Modell. Die Felgen, Custom, die Türen rausgenommen, nur noch die Versteifung dort. Und so bauen sich quasi die ganzen Modelle auf. So, that's the final model now. Pretty much. Which you would put into render. Yeah, then I will transfer this into Keyshot, apply materials, make it look realistic, and then get some renders on the go. So basically, when it comes to importing into Keyshot, this will essentially load like this. It'll load as a plain model. Yeah. It won't have anything attached to it at all. Just white, no materials, no background. No, nothing. The next step is I will fill it all black so that I can see all the details of the car that I need to fill. So I'll apply that to the material, and that just helps give me the base, like the base layer, pretty much what I need. From then I'll go into the layer panel and I will apply all the different materials to it. So say glass, for example. Headlights or something. Yeah, for the windows and everything. So this is all split up and separate. So say that's white glass in Keyshot, you have materials that you can apply. So I will start applying these. Yeah, there you go. And I'll do this for the whole car. You know,
I'll apply glass, chrome, metal. And after that, you probably start with the surrounding, with the background and everything else. Or Yeah, so then the next step after this, so say if I just very, very quickly apply some paint onto these panels here. So say quickly I wanted a blue RX-7. And then from this point, I will go and select the HDRI environment that I have. That will help this car look realistic. diese HDRI-Umgebungen sind quasi wirkliche Räume, die quasi einmal ringsherum ein Foto haben von einer echten Umgebung, wo man quasi sein 3D-Modell reinstellen kann und in jede Richtung drehen kann und die Umgebung dreht sich dementsprechend auch mit. Das seht ihr quasi hier und so sieht es quasi schon aus, als ob das Auto wirklich dort steht. I should probably make the car a more brighter colour so you can actually see what's going on. But yeah, these HDRI environments, which you can buy online, you can make your own. They instantly help make the car look real. Also ziemlich cool, also wirklich einfach mit 2-3 Klicks wirklich schon fast realistisches Bild zu bekommen, ist schon wirklich sehr cool. You know, I can change the camera. So realistic already, just for the couple clicks. There it is. Also wirklich ein sehr cooler Prozess von wirklich der Idee zum 3D-Model, was wirklich Serie ist, zum selbstgebauten Breitbau, in das Renderprogramm, also in Keyshot, mit Hintergrund, mit Farben, mit Materialien und dann zum Schluss nochmal in Lightroom bzw. Photoshop und Farben ändern, Details ändern, Belichtung und so weiter. Und dann kommen wirklich diese krassen, coolen Renderings raus, die er bei sich auf Instagram hochlädt. Und ja, ich glaube, you were almost the first one who did it. There are a couple other guys who started at the same time. Yeah. But I think before you did it, the way you made the concept arts and stuff, yeah, I think I haven't seen it before, so Thank you. that might be also the reason why it's so successful, right? Yeah. You know, I try and do what's in here. That's it. Awesome. Yeah, thanks for the insight of your My work. pleasure. Or your hobby, basically. Yeah. It's more a hobby. It's a hobby now slowly merging into work. Yeah. So, you know, Which is good. yeah, Always good. it is. I enjoy it. You know, it's my escape essentially. Yeah. It's a way I can express myself Yeah. and help inspire other people as well. You know, that's ultimately why I do it. Very nice. Yeah. Thank you. Thanks. Well done. Just like, oh sure. War eine Klappe. Die erste. First take. Sind jetzt irgendwie in einem Vorort von England. Wer jetzt fragt sich, wer? Wer sich jetzt fragt? I hope that you know that I well. So von einem C63, C30, I don't know. C63. Ein Mercedes-Auto.